Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Ein Mähroboter mit RTK-Funktion kann auf den Zentimeter genau mähen, wenn ein ordentliches Satellitensignal vorhanden ist. Doch was ist, wenn ihr wie ich viele Bäume habt oder ein großes Haus habt und das Satellitensignal nicht sauber bis an die RTK-Antenne durchkommt bzw. zum Mähroboter selber? Nun ja, genau an dieser Stelle setzt der Antbot M9 RTK an, denn neben einer normalen RTK-Funktion unterstützt dieser Mähroboter auch Dual-RTK, also ihr könnt mehrere RTK-Antennen verbinden, und 4G-Positionierung. Ob das Ganze tatsächlich so funktioniert und damit die bekannten Probleme in eurem Garten lösen kann, dem möchte ich in diesem Video nachgehen. Seid gespannt, gleich geht's los. Antbot hat mir auch dieses Jahr wieder einen Mähroboter zur Verfügung gestellt, und zwar den M9 RTK. Den werde ich hier auf meinem Rasen auf Herz und Nieren testen und insbesondere werde ich probieren, was passiert unter den Bäumen in der Nähe des Hauses. Bleibt er akkurat oder verlässt er wieder ab und zu seine Spuren? Bevor ich aber ins Detail gehe und euch zeige, wie ich ihn in der App eingerichtet habe, wie ich das Grundstück kartiert habe, welche Vorteile ich erkannt habe, aber auch welche Nachteile das Modell mir gezeigt hat, gehen wir erstmal zum Unboxing. Ich zeige euch, was im Zubehör dabei ist. Kommen wir zum Unboxing. Was gehört dazu? Was braucht ihr zur Installation? Als allererstes natürlich die Kurzanleitung. Auf einem großen Blatt habt ihr in Deutsch und Englisch die kurze Erklärung zur Einrichtung, Installation und Inbetriebnahme. Finde ich sehr, sehr schön, sehr übersichtlich. Wer das einmal gemacht hat, kommt ruckzuck klar. Natürlich ist der Roboter im Lieferumfang enthalten. 10,1 Kilogramm bringt das Teil auf die Waage. Das liegt genau in diesem Raster, wie sie die Roboter haben, die ungefähr bis 1000 Quadratmeter Fläche mähen können. Das ist kein Roboter fürs große Feld, auch keiner für den ganz kleinen Garten, sondern für die kleinen bis mittelgroßen Gärten ist dieses Gerät konzipiert worden. Im unteren Bereich seht ihr sehr schön, wir haben einen Drehteller mit insgesamt diesen 5 Klingen, die sich drehen, die rotieren. Der Abstand zur Seite ist deswegen doch ein paar Zentimeter, aber er kann ja Kanten überfahren. Zumindest werde ich das testen. Was bekommt ihr noch dazu? Klar, die Ladestation, wo der Roboter aufgeladen wird. Die Ladestation muss nicht direkt auf dem Rasen stehen, sie kann auch etwas abseits stehen, sofern der Zufahrtsweg gewährleistet ist. Ihr bekommt eine Halterung für die RTK-Antenne dazu mit einem Erdspieß, könnt ihr natürlich auch irgendwo an der Wand befestigen mit einer entsprechenden Halterung. Die ist allerdings nicht dabei, und für die Halterung natürlich obendrauf die RTK-Antenne selber. Die wird einfach aufgeschraubt und entsprechend mit dem Kabel verbunden. Und das finde ich sehr, sehr schön, denn letztes Jahr gab es ja häufig die Rückfragen, warum das Anschlusskabel von der RTK-Antenne zur Ladestation nur so kurz ist. Da konntet ihr am alten Modell die RTK-Antenne wirklich nur unmittelbar neben der Ladestation aufbauen. Diesmal gibt es ein Verlängerungskabel dazu. Das dürften locker 3-4 Meter sein. Ich habe es noch nicht abgemessen, aber ihr könnt dort deutlich flexibler die RTK-Antenne positionieren. Dickes Plus an der Stelle. Freut mich, dass Antbot zugehört hat und dort nachgebessert hat. Ihr bekommt ein Ladegerät dazu, ganz klar, das Teil braucht Strom. Ist auch soweit abgesichert, dass das Ganze im feuchten Außenbereich installiert werden kann. Und auch nochmal ein 5 Meter Kabel für die Stromversorgung als Verlängerung gibt es ebenfalls dazu. Dann habt ihr noch ein bisschen Werkzeug, einen Schraubendreher und einen Imbusschlüssel, um damit die Erdhaken einzuschrauben, um die Ladestation fix zu verankern. Und dann gibt es noch mal so eine Kabelhalter, um die Kabel im Erdboden festzumachen. Zum Abschluss noch eine Bedienungsanleitung in gedruckter Form. Wenn ihr die App installiert habt, habt ihr dort natürlich auch eine Anleitung. Viel mehr ist es gar nicht, viel mehr braucht ihr auch gar nicht. Das Teil läuft ja faktisch von alleine, und wie es genau läuft, wie es installiert wird, das zeige ich euch jetzt. Ich habe die Ladestation hier hinten auf dem Gehweg installiert, denn ich möchte im Laufe des Jahres viele weitere Mähroboter testen, die dann nebeneinander aufstellen, um euch ein besseres Bild zu geben, welcher Mähroboter denn der optimale für euren Garten ist. Die Ladestation ist denkbar einfach aufgebaut. Sie wird einfach nur auf dem flachen Boden aufgelegt und verschraubt. Wichtig ist, ihr müsst die Ladestation nicht auf dem Rasen aufbauen. Sie darf auch gerne etwas abseits vom Rasen stehen. Solange der Roboter eine freie Zufahrt zu seiner Ladestation hat, ist das gar kein Problem. Die Anschlüsse auf der Rückseite habe ich einfach verschraubt, wasserdicht das Ganze. Die Stromversorgung und auch die RTK-Antenne werden eingestöpselt, sind farblich kodiert, kann man also auch nicht verwechseln.
Der Antbot M9 RTK arbeitet mit seiner RTK-Antenne im Fullband-RTK-Bereich. Das bedeutet, er benutzt mehrere Frequenzen, um wirklich über die Satelliten die exakte Position des Mähroboters bestimmen zu können. Auf den Zentimeter genau. Ich habe die RTK-Antenne, die es ja zum Roboter dazu gibt, nicht über den Stab im Boden verankert, sondern dort oben mit dieser Halterung an meinem Holzregal. Dort hat das Gerät eine freie Sicht nach oben in den Himmel hinein und kann die Satellitensignale sehr gut empfangen. Diese Halterung gehört zu einer Erweiterung, die es ebenfalls von Antbot gibt. Wenn ihr Details dazu wissen wollt, schaut mal unter das Video in die Beschreibung. Das Zauberwort heißt nämlich Dual-RTK. Dual-RTK bedeutet, dass dieser Roboter mit mehreren RTK-Antennen arbeiten kann. Wenn ihr zum Beispiel ein geteiltes Grundstück habt, wo die RTK-Signale zum Roboter behindert werden, zum Beispiel durch ein Haus in der Mitte, weil ihr einen Vorgarten und einen Hintergarten habt, dann könnt ihr im Vorgarten eine RTK-Antenne installieren, im Hintergarten eine zweite RTK-Antenne installieren und beide mit dem Roboter koppeln. Das Gerät positioniert sich dann genau über diese beiden Antennen. Übrigens, der Antbot beherrscht auch Net-RTK. Das bedeutet, dass er die Signale der umliegenden Funkmasten, der Mobilfunkmasten, nutzt, um seine Position exakt zu bestimmen. RTK, 4G, alles in einem. Und das wird in meinem Fall tatsächlich auch wichtig werden, denn neben dem Grundstück, das ihr hier seht, ist hinter dem blauen Haus eine zweite Rasenzone, die keinen direkten Sichtkontakt zur RTK-Antenne hat. Ich bin gespannt, ob er das genauso gut hinbekommt und dort drüben genauso genau mäht. Damit er dort mähen kann, werde ich natürlich das Gerät erst einmal in der App einrichten und anschließend dieses Grundstück kartieren. Um den Antbot Mähroboter einzurichten, euer Grundstück zu kartieren oder auch die regelmäßigen Updates zu fahren, benötigt ihr die Antbot-App und die Ladestation benötigt einen guten WLAN-Empfang. Der Roboter selber braucht während seiner Fahrt übrigens keinen WLAN-Empfang, aber die Ladestation sollte auf jeden Fall einen guten Signalempfang haben. Die Antbot-App habe ich mir bereits heruntergeladen, mir ein Konto angelegt und mich angemeldet. Direkt auf der Startseite kann ich nun ein neues Gerät hinzufügen, was ich mache. Über das Bluetooth-Signal sucht mein Telefon nun nach dem Antbot und findet ihn auch gleich. Ich wähle das Gerät aus und könnte hier direkt einen Namen vergeben. Der Roboter unterstützt das 2,4 als auch das 5 GHz WLAN-Netz. Ich suche meinen WLAN aus, hinterlege das passende WLAN-Kennwort und verbinde. Schon nach kurzer Zeit ist der Roboter eingerichtet und ich kann das Grundstück kartieren. Der Roboter fährt kurz danach aus der Ladestation heraus und ich kann ihn über den Cursor zur nächsten Grundstücksgrenze steuern, wo er die automatische Kartierung beginnt. Übrigens, ihr könnt die Karte problemlos erweitern, neue Zonen anlegen und dabei auch Gehwege überfahren. Hierzu geht ihr einfach in die bestehende Karte, klickt auf das Kartensymbol zum Bearbeiten, klickt auf Modifizieren und anschließend auf Karte erweitern. Beachtet dabei, dass der Weg, den ihr zu der neuen Zone steuert, auch der Weg sein wird, den der Roboter in Zukunft immer nehmen wird. In der neuen Zone angekommen, klicke ich einfach wieder auf automatisches Kartieren und der Roboter führt seine Aufgabe fort. Schauen wir uns nun noch die wichtigsten Funktionen in der App an. Auf der Startseite habe ich meine 3 Zonen in der Gesamtkarte dargestellt und kann diese über das Kartensymbol noch einmal nachbearbeiten. Unter anderem kann ich hier auch die Kantenbearbeitung festlegen. So kann ich die Schnitthöhe und die Randüberlappung jeder einzelnen Zone oder aller Zonen auf einmal individuell festlegen. Über das Zahnradsymbol komme ich zu den Mäheinstellungen. Hier kann ich festlegen, ob der Roboter pro Durchgang einmal oder gleich zweimal mähen soll und zusätzlich auch die Schnitthöhe zwischen 30 und 70 mm festlegen. Den Randschnitt kann ich ebenfalls aktivieren. Auch die Mährichtung kann ich festlegen. Die Mährichtung sollte rechtwinklig zu den Grundstücksgrenzen ausgewählt werden, damit der Roboter die Ränder sauber mähen kann. In den Einstellungen habt ihr viele weitere Optionen zum Roboter. Eine der wichtigsten Einstellungen ist natürlich der Zeitplan. Hier könnt ihr individuell festlegen, wann genau der Roboter laufen soll und wann er eben nicht laufen soll. Auch die Mähfolge der einzelnen Zonen könnt ihr hier individuell festlegen. Solltet ihr eure Ladestation direkt auf dem Rasen platzieren müssen, ist der Mähmodus in der Nähe der Ladestation eine interessante Option. Denn hier könnt ihr einstellen, dass der Roboter nach erfolgreichem Mähen der gesamten Fläche auch nochmal gezielt um die Ladestation herum mäht. Wichtig ist, dass ihr die Kabel in diesem Falle besonders gut sichert.
Die anderen Funktionen sind meiner Meinung nach selbsterklärend. Ich habe sie bereits in einem anderen Video beschrieben, das ich euch unter diesem Video verlinke. Der Endbot M9 RTK fährt jetzt eine gute Woche hier auf meinen 3 Zonen auf meinem Grundstück herum. Die Einrichtung war sehr einfach gewesen und den Zeitplan habe ich jetzt auf zweimal die Woche gestellt, wo er sich hier austoben darf. Er braucht nicht diese 7 Stunden, die ich hinterlegt habe. Vom Prinzip her ist er bei dieser Fläche nach knapp 3 Stunden mit einmal Laden zwischendurch fertig. Das macht er souverän. Die Bahnen, die er zieht, sind schön in U-Form mit einer hälftigen Überschneidung. Auch das klappt wunderbar. Die Ränder macht er meiner Meinung nach noch nicht ganz so perfekt. Da hat er mir noch ein bisschen Platz gelassen. Da habe ich einfach nachjustiert. In der App kann man das einstellen, nochmal bis 20 cm Überlappung oder einfach die Randgrenzen nochmal nachfahren manuell und damit ja ein bisschen mehr den Roboter zwingen, auf den Steinen zu fahren. Bei mir funktioniert das sehr gut, da ich ja befahrbare Gehwege habe. Wenn ihr keine befahrbaren Gehwege habt, ist es natürlich nicht ganz so einfach. Was mir noch nicht ganz so gut gefällt, ist die Befahrung der Ecken. Das seht ihr hier zum Beispiel. Der Roboter fährt hier die Kante außen rum und dieser Bereich hier hinten, der wird natürlich nicht gemäht. Er macht da keine 90-Grad-Kurve. Ich habe mir damit beholfen, indem ich den Roboter einfach ein bisschen weiter drüber hinausfahren lasse, denn ich habe ja die Gehwege, da kann er problemlos drüber fahren und diese Kanten mitschneiden. Da habe ich aber schon bei Endbot nachgefragt und hoffe, dass ich euch bald eine Lösung dazu liefern kann. Doch wie sieht es nun aus mit der Stabilität des Signals? Kann der Roboter tatsächlich auch dort fahren, wo er keinen Sichtkontakt zur RTK-Antenne hat? Er kann. Und das seht ihr hier an diesem dritten Teilstück meines Rasens. Hier hinten hat er keinerlei Möglichkeit, Kontakt zur RTK-Antenne aufzunehmen. Die Wände sind viel zu dick. Die einzigste Möglichkeit besteht ganz schmal hier durch, hinter zum Holzregal, dort wo die RTK-Antenne hängt. Und dennoch findet er jedes Mal den Weg hierher auf das Grundstück und auch wieder zurück zu seiner Ladestation ohne irgendwelche Probleme. Er mäht sogar den Bereich, der sich hinter der Gartenhütte befindet, mit. Also da muss ich sagen, das funktioniert auf jeden Fall. Trotz dessen ich weder Dual-RTK nutze noch Net-RTK. Denn dazu müsst ihr wissen, bei Dual-RTK braucht ihr eben diese zweite Antenne. Die könnte ich jetzt hier in diesem Bereich aufbauen, mit dem Roboter koppeln, hätte dann eine noch höhere Stabilität. Und das Net-RTK, also die Navigation über die 4G-Funkmasten, die auch euer Mobiltelefon zum Beispiel nutzt, diese Funktion wird erst dann freigeschalten, wenn der Roboter kein Signal mehr hat, wenn das Signal zu schwach ist. Erst in dem Moment wird diese Funktion in der App aktiv, dann könnt ihr das buchen, gibt es ein Abo dafür. Die ersten 3 Monate sind im Regelfall kostenfrei integriert. Ihr braucht ja eine Datenkarte, da ist eine eSIM eingebaut in den Roboter und danach liegt der Preis so ungefähr bei 40 € im Jahr. Diese Option lohnt sich eben für all diejenigen, die keine RTK-Antenne aufbauen können oder wollen, die keinen Platz haben oder die das Teil einfach nicht im Garten sehen möchten. Der Roboter nutzt seine beiden Kameras übrigens nicht nur zur Navigation, sondern auch zur aktiven Hindernisvermeidung. Ich habe zwar kein Igel zur Hand, aber dem Hamster ist er in mehreren Tests zuverlässig ausgewichen. Der Endbot M9 RTK verrichtet zuverlässig seine Arbeit hier auf dem Grundstück. Er mäht den Rasen zuverlässig und exakt. Mit einer hälftigen Überschneidung, erst die Mitte und danach noch einmal außen herum den Rand, dass wirklich nichts vergessen werden kann. Das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Das Schnittbild sieht sehr, sehr gut aus. Was ebenfalls sehr, sehr einfach ist, ist die Einrichtung. Vielleicht eine Viertelstunde Zeit investiert und anschließend jede Menge Zeit gespart. Denn Ladestation aufbauen, Roboter mit der App verknüpfen, die automatische Kartierung laufen lassen und mehr ist es gar nicht. Der Roboter macht einfach seine Arbeit. An den Rändern müsst ihr aber gegebenenfalls nachjustieren. Ganz perfekt sind sie auf Anhieb nicht gelungen. Der Roboter fährt doch ein bisschen weit im Rasen drin, überschneidet nicht wirklich die Kanten immer und sauber präzise. In dem Sinne gibt es aber die Funktion der Nachjustierung. Das heißt, ihr könnt in der App einfach die Ränder nochmal nachsteuern, eben ohne die komplette Karte zu löschen, sondern die bestehende Karte einfach nochmal verfeinern. Das ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, die mich überzeugt hat. Das spart unwahrscheinlich viel Arbeit, denn so kann ich während der Saison immer wieder ein bisschen nachjustieren. Ansonsten muss ich sagen, hat er meine Kiessteine mit Bravour gemeistert. Ein einziges Mal in der ganzen Zeit hat er sich festgefahren, konnte sich aber selbstständig wieder befreien durch ein durchaus spannendes Prozedere, vorwärts, rückwärts, seitlich. Also der Programmierer hat sich dabei auch was gedacht. Ihr müsst also keine Angst haben, dass der Roboter sich irgendwo festfährt. Was meiner Meinung nach auf jeden Fall noch verbessert werden müsste, sind die Ecken und Kanten, denn dort fährt er keine 90-Grad-Kurven, sondern er fährt Halbkreise und lässt demzufolge einfach dort mal 10
9 cm Radius ungefähr stehen. Da müssen die Programmierer nachliefern, aber dank OTA kann das Gerät ja aus der Ferne mit neuer Software versorgt werden und es kann nur besser werden. Da hoffe ich einfach, dass N-Bot wie auch im letzten Jahr einfach nachliefert. Was ebenfalls Bauchschmerzen bereitet hat, ist die Erkennung meiner Bodentanks. Ihr wisst, ich habe hier Rasenbewässerung eingebaut. Ich habe die Ventilboxen in der Erde drin. Der Roboter erkennt die grünen und schwarzen Deckel. Er nimmt sie als Hindernisse wahr, er umfährt sie. Das Vorgängermodell ist einfach drüber gefahren, so wie ich das wollte. Dieses Modell erkennt hier eine Gefahr, ein Hindernis und weicht aus. Da bin ich noch in der Nachfrage mit N-Bot, wie man das korrigieren kann. Auch da hoffe ich, über die Software eine Lösung zu bekommen. Wenn euch das betrifft, dann lasst uns gerne mal untereinander austauschen. Schreibt mir einen Kommentar unter das Video, wie geht ihr damit um? Was könnte ich vielleicht tun oder welche Ideen habt ihr, um diesem Problem Herr zu werden? Ich werde diesen Roboter noch eine ganze Weile hier fahren lassen und vor allen Dingen werde ich ihn mit anderen Robotern vergleichen. In Kürze wird ein Video folgen zu einem Schwestermodell des M9 RTK und zwar zeige ich euch dann den M5 LiDAR. Dieser Roboter hat nämlich dann keine RTK-Satellitenverbindung mehr, sondern nutzt ein lasergesteuertes Bildsystem, um sich seine Umgebung einzuprägen, um sie sich zu merken und anhand der Umgebung selbstständig zu navigieren. Das bedeutet, dass ihr keine Satelliten mehr braucht, wenn es denn tatsächlich so einfach funktioniert. Ich bin gespannt auf euer Feedback, auf eure Meinung. Schreibt sie mir unter das Video in die Kommentarspalte rein. Gebt mir einen Daumen nach oben für dieses Video. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum M9 RTK, schaut gerne mal unter das Video in die Beschreibung. Dort findet ihr weitere Informationen, ihr findet die technischen Spezifikationen, ihr könnt nachschauen, welches Zubehör es gibt und vor allen Dingen könnt ihr mal nachschauen, was kostet so ein Teil im Moment. Vielleicht gibt es einen Rabattcode, den ich euch direkt mit reinpacken kann. Ich hoffe es, dass ich den noch bekomme und gebt mir den Daumen nach oben, freue ich mich riesig drüber. Abonniert den Kanal, um die neuen Videos nicht zu verpassen. Ich sage Dankeschön und schaue jetzt noch ein bisschen mein M9 bei der Arbeit zu.